welchen Aspekt der Vergangenheit will ich nicht loslassen, weil, was will das Ego immer? Recht haben anstelle von glücklich sein. Recht haben, Recht haben, Recht haben. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und für einen Kurs in Wundern. Denn was wir hier die meiste Zeit gemeinsam tun, ist, dass wir unseren guten Freund einen Kurs in Wundern dazu holen und die menschliche Ebene, diese menschliche Erfahrung, die wir hier machen, noch einmal neu betrachten lernen. Wir ziehen tatsächlich den Fokus so ein bisschen auf. Wir sind nicht mehr so im Detail verloren und überanalysieren jeden kleinen Schritt und jede kleine Situation, sondern ein Kurs in Wundern hilft uns dabei, unseren Fokus etwas größer zu ziehen, eine Metaperspektive einzunehmen mit den geistigen Grundsätzen, die uns der Kurs näher bringt und uns wegführt vom Ego, Angst, Mangel, Denksystem, was derzeit die Welt dominiert. Ein Kurs im Wundern ist nämlich ein Training für unseren Geist, um dieses Ego, Angst, Mangel, Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Was ich heute mit dir gemeinsam machen will, ist noch mal kurz zurückblättern in die Lektion 75, die ja gestern dran war, mit dem Leitgedanken, das Licht ist gekommen, weil heute sind wir ja bei Lektion 76 im Übungsbuch von Ein Kurs im Wundern, da wo wir daran erinnert werden, dass wir keinen Gesetzen unterstehen, außer den Gesetzen Gottes. Auch eine sehr wundervolle Lektion. Ich finde, es geht gerade richtig Schlag auf Schlag, wenn wir eine dieser Lektionen nehmen, Lektion 75 oder 76, und damit Monate sitzen, glaube ich, haben wir sie noch nicht ganz durchdrungen. Also, wenn du gerade denkst, wow, da ist ganz schön viel drin, du bist da nicht alleine, geh einfach so gut du kannst, das ist, was ich tue, und hör einfach da auf dich. Was bleibt am ehesten bei dir hängen? Was war am wichtigsten für dich, dass du es nochmal hören durftest? Und halt das in deinem Bewusstsein und in deinem Herzen und kontemplier es und verlier es vielleicht nicht über den Tag, weil das ist auch immer wieder die Aufgabe mit dem Übungsbuch von Ein Kurs im Wundern, weil der Alltag uns super schnell wieder im Griff hat und wir völlig vergessen, was wir am Morgen im Übungsbuch für einen Leitgedanken hatten, dass wir uns so kleine Pausen einbauen in unseren Alltag und vielleicht mal auch, wenn es möglich ist, ich weiß nicht, ob es für dich immer möglich ist, zumindest eine kleine Pause innerlich einzubauen, das dürfte für dich möglich sein, aber vielleicht nicht immer, dass du deine Augen schließt und dann nochmal in dich gehst und sagst, was war meine Lektion nochmal? Und wenn ich die mir so ganz langsam innerlich vorsage, kann das was für mich verschieben. Und manchmal ist es auch nur so ein ganz, ganz minimaler Unterschied. Aber auch der ist voll viel wert. Wenn du das immer wieder machst, verschiebt sich deutlich etwas in einer Zeitspanne. Und das ist die schönste Art, wie du Zeit nutzen kannst für dich, um zu vergeben. Also, gestern die Lektion, das Licht ist gekommen. Ich habe der Welt vergeben. Warum ich diese Lektion nochmal aufgreifen will, ist, weil sie etwas sehr, sehr Praktisches für uns parat hat. Und in dieser Woche sind wir ja kalendarisch in der Woche, wo der Frühling beginnt. Und ich wünsche mir für uns alle, ist nur eine Idee, musst du nicht machen, aber ich wünsche mir für uns alle, dass wir nochmal ehrlich hingucken, wo wir am Ego festhalten. Vielleicht etwas, was dich schon seitdem du denken kannst mit dem Ego nervt, triggert, deine Knöpfe drückt, wo du daran noch festhältst und dass du ganz aktiv das in Gottes Hände gibst und sagst, ich möchte das loslassen, Gott, zeig mir wie. Weil du hast ja auch immer höhere Hilfe, vergiss das nicht. Aber dieser konkrete Aspekt aus der Lektion 75, den will ich uns jetzt nochmal raussuchen, zumindest war der für mich sehr konkret, was wir vielleicht loslassen können. Oder ja, ich lese uns das mal vor, dann wird es vielleicht klarer. Es ist auch nur ein Satz, ne? Also, ohne die Dunkelheit der Vergangenheit auf deinen Augen kann dir das Sehen heute nicht misslingen. Diese Lektion sagt uns, dass das Licht gekommen ist. Das heißt, das Licht ist bereits da. Wir müssen gar nicht zweifeln oder nochmal irgendwie uns wundern, gibt es Licht, gibt es kein Licht, warum sehe ich das Licht nicht? Das Licht ist bereits da. Das Problem, ich sage jetzt mal das Problem, bin ich, wenn ich das Licht noch nicht wahrnehme, wenn ich all die Gaben, die Gott für mich hat und die Wunder nicht wahrnehme, wenn ich sie noch nicht erfahre, bin ich das Problem, weil ich mich noch nicht dieser Ebene angepasst habe. Ich bin da noch nicht. Und warum bin ich da noch nicht? Weil die Dunkelheit der Vergangenheit
auf meinen Augen mir das Sehen verwehrt. Das ist es nämlich, die Vergangenheit, die Vergangenheit. Weißt du noch, dass der Kurs auch sagt, wenn wir die Vergangenheit vergeben, dann können wir nur noch in der Wahrheit ruhen. Wenn wir die Vergangenheit loslassen. Und das ist, worauf ich heute hinaus will, ist, dass wir vielleicht diese Woche nochmal uns kurz ehrlich hinterfragen oder auch länger ehrlich hinterfragen, welchen Aspekt der Vergangenheit will ich nicht loslassen, weil, was will das Ego immer? Recht haben anstelle von glücklich sein. Recht haben, Recht haben, Recht haben. Und deshalb wollen wir an der Vergangenheit festhalten, dass sie so war, wie wir es wahrgenommen haben, dass unsere Wahrheit die einzige Wahrheit ist und dass wir diese einzige Wahrheit, vermeintlich, mit allem, was uns irgendwie zwischen die Finger kommt, verteidigen. Mit jedem Wort, mit jedem Angriff. Wir wollen, dass unsere Wahrheit wahr ist und nichts anderes als unsere Wahrheit. Aber unsere Wahrheit aus dieser menschlichen Perspektive kann nicht wahr sein. Es gibt eine absolute Wahrheit und die können wir nicht in ihrer ganzen Form aus dieser menschlichen Perspektive erfassen. Die geklärteste menschliche Wahrnehmung ist immer noch Wahrnehmung und Erkenntnis, dort wo Gott ist, dort wo unsere wahre Natur zu Hause ist, die ist nicht in der Wahrnehmung, sondern dort gibt es keine Fragen, dort brauchst du keine Vergebung, dort ist alles klar, dort herrscht nur Liebe. Und wir wollen wieder dorthin zurück. Und ein Kurs im Wundern ist ein Weg, der uns aufzeigt, wie wir wieder dorthin finden. Aber ein Kurs im Wundern sagt auch, ich bin nicht hier, um dich die Wahrheit zu lehren, weil das nicht möglich ist. Die Liebe kann ich nicht lehren. Du kannst sie erfahren, aber alles, was ich dir geben kann, damit du es wieder erfahrbar für dich machst, gebe ich dir. Aber ich kann dich nicht lehren, was Wahrheit ist. Das darfst du erfahren. Also, jedes Mal, wenn wir versuchen, die Wahrheit dann in Worte zu fassen, müssen wir damit Freundschaft schließen, dass wir sie wieder verzerren. Aber es gibt ja auch einen guten Zweck oder eine gute Absicht, warum wir die Wahrheit in Worte fassen, so wie ein Kurs im Wundern zum Beispiel, weil sie uns dann wieder zurück zur Wahrheit führt. Die Vergebung ist ja auch nur eine Illusion, aber sie ist die einzige Illusion, die uns zurück zu Gott führt und zurück zur Einheit und nicht weg von ihr, so wie die anderen Illusionen vom Ego. Also, das dürfen wir auch immer nicht vergessen, dass wenn wir den Kurs in Worte fassen, wenn wir Worte für Gott finden, so wie Vergebung oder Liebe oder Zuversicht oder Nächstenliebe, dann ist das immer noch nicht, was Gott ist, weil man Gott, diese bedingungslose, liebevolle Energie, die uns erschaffen hat, nicht in Worte fassen kann, nicht wirklich. Wir nutzen Worte einfach nur, um uns daran zu erinnern, was Wahrheit ist und wie die Qualität von Wahrheit ist. Aber wenn wir sie dann letztendlich erfahren, diese Wahrheit, sind Worte nicht ausreichend dafür, was Wahrheit wirklich ist. Also, das Licht ist gekommen, also das Licht ist bereits da, ne? Aber wahrscheinlich, wenn wir das Licht noch nicht völlig wahrnehmen, haben wir noch irgendeinen Aspekt oder mehrere Aspekte unserer Vergangenheit, die wir nicht loslassen wollen. Und somit ist es so, dass wir das Licht nicht erfahren. Das heißt, wo halte ich noch an meiner Vergangenheit fest, ist die Frage für mich. Und wo will ich noch Recht haben mit meinem Ego? Wo ist das wichtiger für mich, als das Licht zu erfahren? Als Wunder zu erfahren, als Segen zu erfahren. Ich möchte lieber Recht haben. Ich möchte lieber dafür kämpfen, dass Menschen mich anerkennen, dass sie mir sagen, dass ich gut bin, dass sie mir sagen, dass ich klug bin, dass sie nicht irgendwie rechthaberisch sind. Ich muss mich dagegen wehren. All das ist wichtiger, das ist, was das Ego uns einredet, als zu erfahren, dass das Licht gekommen ist. Das ist so absurd. Und deswegen ist unsere wichtigste Aufgabe oft genug, es ist jetzt nicht, dass du irgendeinen Schritt überspringen sollst, aber schnellstmöglich wieder dorthin zu finden, dass du dich mit deiner Wahrheit, mit deinem wahren Kern, mit Gott verbindest, anstelle mit deinem Ego irgendwie Schattenboxen zu performen. Weil im Endeffekt boxst du, wenn du an deine Vergangenheit dich klammerst, einfach gegen etwas, was überhaupt nicht existiert. Es ist gar nicht da. Du projizierst auch meistens auf die
Menschen, die dich heute triggern oder deine Knöpfe drücken, etwas, was dir in der Vergangenheit passiert ist und was du in der Gegenwart wieder rausholst, um wieder dieses Spiel von Recht haben zu spielen. Ich habe Recht, der sieht mich nicht wirklich, der versteht mich nicht, der nervt mich, der kränkt mich. Ich habe Recht damit. Ich will, dass er das genauso sieht wie ich. Ich will, dass sie es genauso sieht wie ich und ich lass nicht los, bis sie es tut. Diese Ernsthaftigkeit. Da fehlt uns auch immer so eine gewisse Art von Leichtigkeit mit dem Leben und auch eine höhere Perspektive. Wir verlieren uns wieder in diesen Details, was der eine gesagt hat, was ungerecht war, unfair war und dass er einen nicht anerkennt oder nicht wertschätzt oder was auch immer, ist doch völlig Wumpe. Willst du dafür wirklich das Licht riskieren oder opfern? Willst du wirklich lieber mit deinem Ego in der Dunkelheit spazieren, als das Licht zu erfahren, das bereits für dich da ist? Also das, was wir dafür hergeben, ich weiß gar nicht, ich meine, muss ich jetzt sagen, ist es das wert? Natürlich ist es das nicht wert. Es ist einfach so tragisch, wie ein Kurs in Wundern auch sagt. Für die Ewigkeit ist das egal, was wir hier treiben, aber auf dieser menschlichen Ebene ist es tragisch, dass wir uns immer wieder so vom Ego foppen lassen, was wichtig ist und was meinen Fokus braucht. Wirklich braucht jemand, der Recht haben will, wirklich meinen Fokus. Soll der doch Recht haben? Ich gehe lieber mit Gott. Ich möchte lieber mit Gott verbunden sein. Ich möchte lieber in der Leichtigkeit und im Glück und im Frieden und im Segen zu Hause sein, als da rauszutreten, nur um Recht zu haben, weil das ist, was wir jedes Mal verlassen, nur um Recht zu haben. Es gibt noch ein bisschen etwas, was ich aus Ein Kurs im Wundern uns vorlesen will. Mal sehen, ob ich das jetzt wiederfinde. Jo, ich habe mir doch tatsächlich ein Zeichen gelegt. Aber bevor wir dort lesen, möchte ich noch kurz loswerden, was mir wirklich, wirklich hilft, nicht aus diesem gesegneten Raum, den wir in uns haben, herauszutreten, um mit dem Ego Recht haben zu spielen. Was mir da wirklich hilft, ist Pausen einzulegen. Pausen, je nachdem, wie du es machen willst. Ob du sagst, die Tageslektion und der Leitgedanke führen meine Pausen ein, dass du dann immer wieder sagst, das Licht ist gekommen, ich habe der Welt vergeben, ich möchte mich an die Leitgedanken der heutigen Lektion erinnern, weil dadurch kriege ich wieder eine Pause in mir. Oder dass du sagst, sobald ein Trigger, ein Knopf gedrückt wird bei mir, sage ich zuerst Pause, Pause. Das wird mein Mantra. Jedes Mal, wenn jemand meinen Knopf drückt, dass ich zuerst Pause sage. Ich merke zwar, da kommt Irritation in mir hoch oder Wut in mir hoch oder Ärger in mir hoch oder Groll in mir hoch, wie auch immer du das dann formulierst, aber ich mache eine Pause und dann sage ich, super Sache, weil hier kann ich jetzt lernen, entweder mit meinem Ego wieder Recht haben zu wollen oder Glück zu haben, weil du kannst meistens nicht beides haben. Und wirklich, wenn dein Glück dir wichtiger ist, dann ist Recht haben so völlig egal. Es ist so egal, ob jemand es sieht wie du. Nur einem Ego ist es nicht egal. Und natürlich ist es dem Ego nicht egal, weil wenn es dich in dieser Denkart festhält, dann hat es Macht über dich. Das Ego kann nicht existieren, wenn es keine Macht mehr über dich hat. Und wenn du endlich verstehst, was es eigentlich will und da immer schneller von weg findest, geht es dem Ego an den Kragen. Und das will das Ego natürlich nicht. Also Pausen einlegen. Und hier habe ich noch einen Tipp für dich. Ich liebe die Pausen-App von den Genschlüsseln. Die heißt Triple Flame. Ich werde das hier unten in den Shownotes auch verlinken. Triple Flame App. Und da kannst du dir einstellen, dass du am Tag immer wieder eine kurze Pause machst. Es ist immer so, alle 3 Stunden, 3 Minuten kannst du dir eine Pause nehmen. Und es ist immer super, super interessant, was das Ego dir erzählt, wenn der Wecker dann klingelt und sagt, es ist 12 Uhr, Peri, es ist Zeit für eine Pause, dass ich auf einmal 1000 Ausreden dafür habe, warum ich keine 3 Minuten Pause machen kann. Aber wenn ich mir diese 3 Minuten gönne, die sind wie so eine Oase für mich, ne? Also so richtig, was ich dann mache, manchmal schließe ich die Augen, manchmal fülle ich mir meine Teetasse voll und genieße meinen Tee. Aber dadurch, dass ich weiß, ich habe wirklich nur 3 Minuten für mich und diesen Tee, ist es ist nicht mehr so nebenbei Tee trinken, sondern auf einmal wird Tee trinken zu meiner Hauptaufgabe und der Tee schmeckt anders. Und wie du den Tee wahrnimmst,
ist ganz anders. Du musst das jetzt nicht mit Tee machen, was auch immer. Vielleicht möchtest du eine Blume nehmen und sie für 3 Minuten anschauen oder, wie gesagt, einfach nur die Augen schließen oder 3 tiefe Atemzüge nehmen anstelle von 3 Minuten. Ich weiß es nicht, aber gönn dir Pausen. Ich glaube, wir missachten die Macht der Pause ziemlich schnell. Vor allem, ich bin gespannt, was dein Ego dir erzählt, wenn du dir 3 Minuten alle 3 Stunden am Tag, und du kannst das ja von 12 bis um 21 Uhr machen oder so, ne? Das sind dann was, 1, 2, 3, 4 Pausen, 12 Minuten. Und trotzdem redet dir dein Ego Sonstiges ein. Also meins zumindest redet mir ein, du hast keine Zeit, mach mal das ist wichtiger. Was kann wichtiger sein, als dich wieder mit etwas Lichtvollem in dir zu verbinden? Was kann wichtiger sein, als den jetzigen Moment für den jetzigen Moment zu ehren? Also, wir lesen jetzt nochmal im Textbuch von Ein Kurs im Wundern in Kapitel 15, der heilige Augenblick, in Abschnitt 2, und dort, glaube ich, gehe ich mal zu Absatz 4. Du merkst nicht, wie sehr du deine Brüder dadurch missbraucht hast, dass du sie als Quelle zur Unterstützung des Ego angesehen hast. Folglich legen sie in deiner Wahrnehmung Zeugnis für das Ego ab und scheinen Gründe dafür zu liefern, es nicht loszulassen. Spannend, ne? Wie das hier wieder formuliert werden. Scheinen Gründe dafür zu liefern, es, also das Ego, nicht loszulassen. Doch sind sie weitaus stärkere und überzeugendere Zeugen für den Heiligen Geist. Und sie unterstützen seine Stärke, also die des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es deine Entscheidung, ob sie das Ego oder den Heiligen Geist in dir unterstützen. Spannend, ne? Wir haben nur uns zur Verantwortung zu ziehen, wenn wir auf jemanden das Ego projizieren oder sagen, ich möchte dich mit Hilfe des Heiligen Geistes sehen. Wir haben keinen anderen in die Verantwortung zu ziehen, egal wie eklig sich jemand verhält, egal wie provozierend jemand ist. Wenn ich sage, aha, siehste, da redet wieder sein Ego, halte ich mich mit ihm oder ihr in der Ego-Hölle fest. Wenn ich das Ego in jemandem sehe, stärke ich das Ego in mir. Wenn ich sage, halt, stopp, Pause, was für ein guter Moment, was für eine tolle Möglichkeit, jetzt zu sagen, ich möchte den Heiligen Geist in dir sehen, ich möchte das Licht in dir sehen, ich möchte sehen, dass du mein Bruder bist, der mir hier gerade hilft, die Vergangenheit loszulassen. Und dir zeigt sich dann eine ganz andere Geschichte. Und das ist, was Vergebung für dich bewerkstelligen kann. Deshalb ist es deine Entscheidung, ob sie das Ego oder den Heiligen Geist in dir unterstützen. Du wirst durch ihre Reaktion merken, für wen du dich entschieden hast. Ein Gottessohn, der durch den Heiligen Geist in einem Bruder befreit wurde, wird immer als solcher wahrgenommen. Er kann nicht verleugnet werden. Wenn du unsicher bleibst, liegt es nur daran, dass du keine vollständige Befreiung gegeben hast. Und deshalb hast du dem Heiligen Geist nicht einen einzigen Augenblick vollständig gegeben. Denn wenn du es getan hast, wirst du sicher sein, dass du es getan hast. Also dann hast du keinen Zweifel mehr, dass du es getan hast. Du wirst sicher sein, weil der Zeuge für ihn, also für den Heiligen Geist, so deutlich von ihm, also für den Heiligen Geist und Gott sprechen wird, dass du hören und verstehen wirst. Du wirst so lange zweifeln, bis du einen einzigen Zeugen hörst, den du durch den Heiligen Geist gänzlich befreit hast, und dann wirst du nicht mehr zweifeln. Also das ist es, wo wir uns immer wieder hinterfragen können. Nutze ich meinen Bruder, egal ob der auf menschlicher Ebene gerade wirklich giftig zu mir ist oder mich scheinbar angreift, nutze ich ihn für meine und seine Erlösung oder halte ich uns beide wieder gefangen? Möchte ich Gastgeber von Gott sein oder ein Gefangener des Ego? Das ist auch ein Mantra, was wir mitnehmen können in solche Situationen. Was möchte ich sein? Und unsere Antwort ist klar. Nur in solchen Situationen genau dieser Antwort auch gerecht zu werden, das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Prozess. Wir müssen uns dafür nicht irgendwie kritisieren, wenn wir es noch nicht geschafft haben, wie es hier gerade
war, wie ich es vorgelesen habe. Ich weiß, dass das immer sehr, sehr klar ist. Das ist ein ganz oder gar nicht. Aber hier auf dieser menschlichen Ebene ist es dennoch immer ein Prozess für uns. Wir dürfen dabei ehrlich sein und sanft, weil wenn wir dann wieder ehrlich sind mit uns und dann in der Ernsthaftigkeit und in der Kritik mit uns landen, ist uns auch nicht geholfen. Also, das war der kurze Reminder für heute. Einerseits geht es darum, wo hältst du noch an deiner Vergangenheit fest? Und andererseits die Einladung, gönn dir Pausen. Und vergiss nicht, für wen du stehen willst. Willst du Gastgeber Gottes sein oder ein Gefangener des Ego? Ich freue mich auch immer wieder von dir zu hören. Sag mir gern, was bei dir jetzt gerade oben aufliegt nach dieser Folge. Teile es doch gern hier unter der YouTube-Folge oder bei Spotify. Und ich habe noch eine Bitte an dich, falls dieser Podcast dir hilft, falls du Nutzen aus ihm ziehst oder vielleicht jemand anderes Nutzen aus ihm ziehen würde, teile ihn doch gern. Lass mir ein Like da oder ein Abo. Das würde mir wirklich sehr helfen. Ich danke dir erstmal, dass du hier warst, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir, wenn gleich ehrlich. Wir hören nächste Woche wieder voneinander. Deine Peri.